Hallo Freunde, welcome back. Element Fischen, ein neues Video zum Sonntag. Heute schauen wir uns den Heavy Metal Dungeon an. Ich bin schon seit 2, 3 Tagen dran an einem Free-to-Play-Team. Ist gar nicht so einfach wie in Summoner's War, denn hier gibt es noch ein paar Besonderheiten. Eins kann ich schon sagen, es ist nicht so easy. Es ist nicht so easy. Aber immer der Reihe nach. Wir sind gerade im UG9 Heavy Metal. Ich sage gleich dazu, das gleiche Team funktioniert auch in UG10. Nur braucht man ganz gute Bauteile. Ja? Die habe ich momentan nicht, deswegen da sehr instabil. Ja? Aber ich fahre erstmal auf UG9, weil das Team hier ist. Ja, 95% safe, nicht das schnellste. Man kann es beschleunigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch, ich hätte gern noch einen zweiten Scharfschützenfeuer, aber sie habe ich noch nicht auf 6 Sterne. Das ist ganz wichtig. 6 Sterne machen alles, denn sonst wird es sehr instabil. Normalerweise, wenn ihr gute Bauelemente habt, dann könnt ihr Popo-Reiter Feuer auf 5 Sterne lassen. Auch nicht unbedingt 6 Sterne. Aber ich habe echt kaum gute Bauteile. Eigentlich habe ich nur ein einziges Bauteil, wo ich sagen kann, das ist gut. Der Rest alles gar nichts. Die Droprate wirklich. Vielleicht bin ich auch einfach nur unlucky, wer weiß. Ich weiß nicht, wie bei euch die Drops aussehen. Bei mir unterirdisch. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also wie sieht das Team aus? Wir haben hier den Scharfschützen Feuer, Popo-Reiter Feuer, dann natürlich, also Popo-Reiter Berna, ja, aus Summoner's War. Dann haben wir hier unsere Bella aus Summoner's War, Scharfschützin Light, die Scharfschützin Feuer, Rauk aus Summoner's War. Und dann haben wir hier die, ich glaube, Tänzerin ist das. Die ist nicht vergleichbar mit Summoner's War, aber die ist richtig cool. Das Besondere an dem Team, erstmal komplett free to play. Ja, und wir können hier 3 Units, 4 Units sogar, auch im anderen Dungeon verwenden. Im nächsten Dungeon. Ja, deswegen finde ich das Team so gut. Wir müssen nicht komplett neues Team für den nächsten Dungeon bauen. Und den schauen wir uns gleich an. Also wie gesagt, ich habe mit dem Team absolut null Probleme. Es läuft vollkommen safe hier in UG9. In UG10 ein bisschen instabil, aber wenn die Bauelemente stimmen, dann könnt ihr auch 1:1 das Team in UG10 spielen. Man könnte, wenn man gute Bauteile hat, natürlich die Light Popo-Dame mit reinnehmen. Dann wird es ein bisschen schneller. Aber ich finde, sie macht hier einen sehr, sehr guten Damage. Auch HP-basierend. Sie macht Damage aufgrund ihrer LP-Points. Und sie bufft Speed. Ja, das heißt, wir haben hier einen Speed-Debuffer mit Popo Feuer und einen Speed-Buffer mit unserem Damage-Dealer. Das ist richtig cool. Aber schauen wir uns das Ganze mal abbrechen. Okay. So, die Drops, naja. Es ist zwar UG9, aber auch da können gute Bauteile droppen. Ja, man muss sich ja langsam hocharbeiten. Es bringt mir nichts, wenn ich UG10 laufe und es läuft langsam und es fehlt permanent. Das ist Energie für nichts und wieder nichts rausgeballert. Ach, na gut, es sind LP-Prozent. Behalt's mal. Zusatz behalte ich auch mal, habe ich nicht so viel. Echo-Set ist das Vio-Set hier. In bisschen abgeschwächt. Oh, die ist Effektgenauigkeit. Kein Accuracy drauf auf dem Bau. Oh, komm, das rolle ich gerade mal. Ach shit. Na egal. Aber das sah gut aus. Schauen wir uns mal das Team genauer an.
Mhm. Okay, im Todeslabor könnt ihr das gleiche Team spielen. Für den Anfang, also für die nächsthöheren Stufen, baue ich mir dann Doppel Feuerscharfschütze. Ja? Also ich habe eigentlich schon nichts gespielt, ich habe schon mal ein bisschen angetestet. Also auch hier spiele ich Scharfschütze, unseren Werder, Scharfschütze, also sie Scharfschütze, dann unseren Werder, das ist hier der Revolverheld, genau sowas. Sieht aber auch aus wie ein Schütze. Ja. Und sie ist richtig cool, die okkulte Tänzerin. Wir schauen uns mal die Skills an. Also Heavy Metal und Todeslabor absolut. Todeslabor eben wegen ihren Multihits. Also auf dem ersten hat sie ein Attack basierend auf LP des Ziels, ähnlich wie Popo-Reiter Feuer, ähnlich wie Popo-Reiter Light. Dann haben wir hier auf dem zweiten verlängert die Dauer von Buffs und verkürzt die Dauer von Divas für eine Runde. Also wir haben eine Runde mehr Crit Rate Buff, wenn wir zusammen spielen mit Scharfschützen. Ja, zum Beispiel. Und heilt nochmal komplette Team um 20%. Die Wiederherstellungsmenge erhöht sich entsprechend der Anzahl der Buffs, Divas auf dem Ziel. Und dann hier auf dem dritten einen Feind viermal angreifen. Mit jeder Attacke haben wir eine Chance auf einen Death Break und gewährt anschließend Speed Buff. 2 Runden fürs komplette Team. Und sie macht einen richtig guten, geilen Damage mit dem Skill. Deswegen, ich spiele sie auf Crit Damage, LP. Und ihr seht, meine Stats sind shit. Die sind wirklich shit. Okay, ich habe hier, ja, aber da ist noch so viel mehr drin. Also die hat echt riesen Potenzial. 3 Sterne. 3 Sterne Elemon. Ja, 3 Sterne Elemon. Alles 3 Sterne Elemons. Bis auf den Revolverheld. Und den bekommt ihr in UG7, glaube ich, geschenkt. Heavy Metal. Durch die Mission. Oder UG8 war es. Ja, wer ihn nicht gezogen hat. Einmal UG8 schaffen. Dann habt ihr ihn. Revolverheld. Schauen wir uns das Team an für Heavy Metal. Und jetzt kommt die Besonderheit im Gegensatz zu Summoner's War. Und zwar, wir können bei unseren Units immer einstellen, wie sie ihre Skills benutzen können und Skills auch deaktivieren. Und das ist hier ganz wichtig im Dungeon. Unser Revolverheld hat nämlich auf dem zweiten Skill ein Markieren. Was ist Markieren? Und Branding. Branding aus Summoner's War. Ja. Und wir wollen, das Problem ist, er greift hier nur einmal an. Ja. Also nicht so wie der Verde aus Summoner's War, der quasi einen Doppelhit hat. Auf dem zweiten, er hat nur einen Hit. Und wir spielen ihn ja, damit er den Speed bufft mit seiner Passiven, erhöht den Aktionsbalken aller Verbündeten um 15%, jedes Mal, wenn er einen Angriff einen kritischen Treffer erzielt. Aber er soll ja zweimal angreifen, das heißt 30% buffen. Ja, und das macht er halt nicht mit dem zweiten, da macht er nur einmal. Deswegen deaktiviere ich für den Dungeon diesen Skill, solange, ich sag's dazu, solange die Bauteile noch nicht so stark sind. Wenn ihr stark genug Bauteile habt, für dass ihr UG10 laufen könnt, dann könnt ihr den Skill auch wieder aktivieren. Aber so, wenn die Bauteile noch nicht so gut sind, dann ist es safer. Ihr über die Intelligenz deaktiviert ihr den Skill, wie ich das hier gemacht habe, nicht verfügbar. Das heißt, er benutzt eigentlich nur noch seinen ersten Skill, ja, und bufft uns häufiger Aktionsleiste. Ich habe es mehrfach ausprobiert, es funktioniert safe wirklich nur, wenn ihr den zweiten deaktiviert im Dungeon. Es gilt im Übrigen für alle Dungeons. Wenn ihr das einmal macht, ja, das muss ich gleich noch mal anschauen. Jetzt auf Todeslabor gehe. Ja. Es gilt, wenn ihr das einmal einstellt, dann gilt es für alle Dungeons. Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr einen anderen Dungeon dann farmt, dass ihr es wieder umstellt.
Ja, dass ihr es wieder umstellt. Das gleiche bei der Scharfschütze. Sie bufft mit ihrem zweiten Skill Crit Rate erhöhen und greift danach gemeinsam mit zwei anderen Verbündeten den Boss an. Ja, und das wollen wir natürlich so häufig wie möglich angreifen. Ja, deswegen habe ich den zweiten auf hoch gestellt und den letzten, den Multi-Hit, eine auf mittel, damit sie eben häufiger ihren zweiten einsetzt. Also, dass der Priorität hat, damit wir öfters angreifen können. Denn wenn wir öfters angreifen, pushen wir auch mehr Attack-Leiste, entweder durch einen Revolverhelden oder aber durch unsere Scharfschützin Light, denn die bufft ja auch mit ihrem dritten Skill die Aktionsleiste. Ja, und zwar um 30%. Das heißt, je häufiger wir zum Zug kommen mit unserem Team, umso höher ist die Chance, dass der Run safe läuft. Ne? Also ihr seht ja, was ich hier für bescheidene ja, Bauteile habe. Ja, das ist eigentlich, müsste das jeder hinbekommen. Ich habe mich halt erstmal mehr darauf konzentriert, nicht unbedingt nur Dungeons zu laufen, dass ich es ja irgendwie schaffe, um Bauteile zu droppen, sondern dass ich Helden auf 6-Star mache. Ja, damit ich ein paar mehr Möglichkeiten habe. Denn wenn sie auf 6-Star sind, dann wird es ein bisschen safer. Dann habe ich schon die 6-Stars ready, auch dann für die anderen Dungeons. Ja, das ist jetzt meine Taktik. Hat natürlich jeder immer so ein bisschen seine eigene. Ja, aber ich finde, komme ich am besten zurecht mit der Taktik. So, wir können ja mal UG10, also UG10 würde ich dann gern, man kann sie natürlich ersetzen durch die Light. Popo Light, also Lyn aus Summoner's War. Dann werden die Runs natürlich schneller, ja, aber auch nicht mehr so safe. Dann wird es instabil, weil sie halt kein Speed Buff hat, weil sie halt kein Lead hat, weil sie keinen Death Break hat. Ja, sie macht zwar guten Damage, aber sie supportet halt das Team nicht. Ja, aber wenn ihr dann später die Bauteile habt, dann könnt ihr entweder mit ihr spielen oder mit einer zweiten Scharfschützin. Das baue ich gerade. Sie hier mit reinnehmen. Ja, Double Rauk Team, immer gut, immer safe. Und vor allen Dingen, das können wir dann in dem anderen Dungeon, auch im Todeslabor, sehr, sehr gut spielen. Dieses Team, gut Bernard, wird dann auch noch ersetzt. Würde ich dann ersetzen durch ja, durch sie dann. Hier, ne? Durch sie würde ich dann Bernard ersetzen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das ist dann wieder ein anderer Dungeon. Okay. Aber sie wird bestimmt sehr interessant werden, wenn ich hier gescheites Equipment bekomme. Ja. Okay, das ist zwar ganz okay, aber halt nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Nicht so das Gelbe vom Ei. Hier habe ich überhaupt kein LP-Prozent drauf. Also da ist so viel an Potenzial. Das ist eine Supporter-Unit, Unterstützungs-Unit, aber ein richtig guter Damage-Leader. Glaubt man gar nicht. Ja, für einen 3-Sterne-Helden. Okay, lass uns mal den 10er probieren. Also manuell ist kein Problem, aber wir wollen es ja auf Auto laufen lassen. Aber wer das Team nachbauen möchte, auf manuell, dass an die Belohnung schon mal kommt, an die 2 Lightning Dark. Da habe ich im Übrigen sogar mal was gezogen. Mein zweites Lightning habe ich durch die Belohnung hier im Dungeon wen bekommen? Ja, wo ist er denn? Ja, den habe ich bekommen. Da bin ich auch gerade am Überlegen. Der Irrlichtfänger. Der hat auch pusht die Attack-Leiste und hat Damage aufgrund der maximal HP beruht der Skill. Mal
LP mal 15%. Also der müsste auch einen richtig harten Damage machen. Auch für die Dungeons. Mal schauen. Vielleicht werde ich mal bauen. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Free-to-Play-Unit. Da brauchst du ein bisschen Luck. Lass mal das Team mal laufen. Ja, also denkt dran, hier den zweiten Skill deaktivieren und bei ihr den zweiten Skill auf Priorität auf hoch einstellen. Okay, auf jetzt schauen wir mal. Das Gute an dem Team in UG9 ist, wenn ihr eine Unit verliert, macht es nichts, ihr kommt auch mit 4 Helden durch, mit 4 Elements durch. Weil wir hier noch einen Strip haben von der Scharfschützin Light mit ihrem Disruptor-Schuss strippt sie den Boss und deswegen völlig unproblematisch, falls ihr mal ein Element verlieren solltet vom Boss. Also wie gesagt, UG9 ist das Team eigentlich 99% safe. Wenn ihr die Einstellung so macht, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Das Problem ist, ihr müsst darauf achten, das ist hier wie in Summoner's War sogar, ich würde sagen, noch ein bisschen Accuracy, Effektgenauigkeit ist hier auch sehr, sehr wichtig. Ich habe festgestellt, alles unter 55% bekommt ihr Fails. Ja, also trefft ihr nicht. Also meiner Meinung nach mindestens, und da haben wir eine verloren und da war schon nichts. UG10. Mindestens 55% Effektgenauigkeit, eher 60%. Gerade wichtig, wenn ihr mit Popo-Reiter Feuer spielt. Hier, die hat einen wieder verfehlt. Ne? Und da wird es eben dann, dadurch scheitert es dann eben oft. Ja? Ich habe sie auf, glaube 57 Effektgenauigkeit. Ich hätte lieber mehr, aber es ist halt nicht so einfach, weil sie braucht auch noch Speed. Und meine ist auf Crit Damage gebaut. Crit Rate brauchen wir in dem Team hier nicht ganz so hoch, weil wir kriegen ja Crit Rate Buff durch Scharfschützen Feuer hier. Ja, das heißt, wenn wir hier so mit 60% Crit Rate nur auf den Elements haben, das reicht. Ja, durch den Buff von ihr. So, mal schauen, wie es jetzt beim Boss aussieht. Also Effektgenauigkeit hier im Spiel auch sehr, sehr wichtig. Muss man darauf achten. Sonst wird es im Dungeon wirklich sehr instabil. Okay. Ist natürlich nicht das schnellste Team, aber wenn ich Double Scharfschütze spiele später oder vielleicht Double Popo-Reiter. Also, die muss natürlich treffen. Der muss auf die Attack-Leiste muss unten bleiben. Beim Boss die Attack-Leiste muss unten bleiben. Sie muss auf 6-Star, weil sie, wenn sie 6 Sterne ist, die Attack-Leiste auch um 10% senkt. Ja, was eben sehr wichtig ist. Und hier ist eben das Problem, mein Popo-Reiter, der ist so schlecht von Bauelementen, macht nicht genügend Damage beim Boss. Und deswegen wären die hier sehr unsafe, die Runs. Ja. Also da bin ich noch dran. Ich denke mal, na schauen. Entweder über die Verbesserung der Bauteile oder, ja komm, wir lassen mal noch einen probieren. Oder dann eben sie ersetzen durch einen zweiten Scharfschützen. Einen try wir noch. Aber Leute, die Bauteile. Also, ja, irgendwie sind die Rolls mega, mega grottig schlecht. Ja, auch die legendären Bauteile, die ich gezogen habe. Die Rolls, oh, ja, grauenvoll.
Sehr grauenvoll, ne? Also ein Triple Roll, also dreimal ein Attack oder dreimal ein Crit Rate oder dreimal Crit Damage oder dreimal ein Speed. Ich habe ein Bauteil, das zeige ich euch gleich nochmal. Das habe ich das dreimal in Speed gerollt. Aber ansonsten Dreier-Rolls, boah, schwierig. Schwierig. Ja. Ich sehe schon, es wird halt wieder eine never-ending Story mit dem Game hier. Ja, also wer noch nebenbei Summoner's War spielt, gute Nacht. Ja, aber ich merke das bei mir, ich habe hier wieder Bock auf Farmen. Nicht wo Summoner's War, da habe ich nicht mehr gefarmt, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Hier habe ich irgendwie wieder Lust zu farmen. Ja, weil es gibt schon sehr viele Möglichkeiten und es kommen ja auch neue Elements demnächst. Ich hoffe noch nicht so schnell. Aber macht schon Spaß. Wir sind ja gerade mal Tag 11 im Spiel. Ne? Also da ist natürlich noch einiges an Luft nach oben. Da gibt es noch ein paar Probleme im Game. Aber bisher läuft es sehr gut, finde ich. Und ja, es ist halt zu slow. Wir sind zu slow. Das ist das Problem. Weder der Rechte noch der Boss darf moven. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein stabiles Team für UG9. Und das ist wichtig. Ich muss mal schauen, wo gab es den, ich glaube hier in der Herausforderung, im Release Heavy Metal. Wo gab es den Scharfschützen? Den Revolverhelden. Irgendwo gab es den. Frag mich nicht wo. Oder war das hier? Nee. Also irgendwo hier gab's ihn. Ja, wer ihn nicht hat, muss er hier die Herausforderung machen, um ihn zu bekommen, weil der ist sehr, sehr wichtig in sehr, sehr vielen Dungeons, also nicht nur Heavy Metal Dungeon. So, jetzt zeige ich euch noch mal das Bauteil Inventar. Ich glaube, das war hier eins nach unten. Hier, das ist mein Bestes, was ich momentan gerollt habe. 24 Speed ist okay, aber das war echt schon die Ausnahme. Ne? Erschreckend. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, die nächsten Tage. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was für Events kommen. Der Event war ja schon richtig cool hier mit dem garantierten Not 5. Aber jetzt könnten so langsam mal ein paar neue kommen. Oh, den nehmen wir mit. Aber für den ersten Event war echt cooler Event, der erste. Also kannst echt nichts sagen. Ich bin mal auf nächste Woche gespannt. Ja, Leute, ich bin weiter dran. Ich hoffe, bei euch läuft es ganz gut. Konzentriert euch erstmal auf die Dungeons. Nicht so viel PvP. Erstmal völlig irrelevant. Die Teams müssen laufen. Gerade Heavy Metal muss laufen, weil die Bauelemente, die Bauteile brauchen wir dringend. Gerade mit der Zusatzrunde, also Bioset oder wie es hier heißt. Ja, und Speedrun. Im ersten Dungeon hier natürlich auch wichtig, Boxclub. Also Boxclub und Heavy Metal, die zwei Dungeons müssen laufen. Lauft erstmal UG9, wie ich das momentan mache hier im Heavy Metal, damit ihr euch die Basis zusammenfarmt, damit dann UG10 auch safe läuft. Und irgendwann später kommen mal dann die Speedruns. Schaut nicht unbedingt immer in die Strategie. Ich weiß, viele schauen dann Strategie und Lakaien. Hier Strategie. Was haben die für Teams? Oh, die sind aber schnell. Ja, Leute, die meisten haben auch gecached bis zum Abwinken. Ja, und sich da Runenpacks geholt. Ja, und das heißt nicht unbedingt, dass die Teams stabil sind. Hast du mal einen schnellen Run dabei und dann hast du wieder 5, die failen. Das bringt es auch nicht. Also nicht unbedingt immer an diesen Sachen orientieren.
Schaut, dass ihr safe lauft und der Rest kommt dann von selber. Ja? So, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Immer Grinding. Euer Lobo.